So hello from Hamburg, Germany, live from the workshop. Here's Spezzano. And we are here with audience, streaming onto Facebook. And well, we are on day 8 or day 9. Day 8, day 9. Exactly. One more half day after this. Exactly. And we have some questions from the audience, which we ask you to answer today. Kerstin, translate, please. Also willkommen, wir sind heute aus Hamburg in einer Live-Version von einem Seminar. Deswegen ist das Interview heute mit Publikum gemacht. Und das Publikum hat zum Teil Fragen gestellt und wir legen am besten gleich los. Exactly. So one question is about the financial crisis we are in. If it is necessary to reach that point of breakdown, that everything really has to crush, so we can kind of go through for a renaissance again. Or where are we heading to? Die erste Frage ist in Bezug auf die Finanzkrise. Ist einfach die Frage, ist es wirklich notwendig, dass wir einen kompletten finanziellen Crash haben, dass wir dann wieder hochkommen können, oder ob das nicht notwendig ist? I've been through a number of these, and my perspective is different. Ich habe einige von diesen Krisen schon mitgemacht. Meine Perspektive davon ist anders. At one point, there was a great financial recession going on in North America and in Europe. And I noticed one thing. I was teaching in Canada and I noticed one particular thing. Es war so eine große Rezession in Nordamerika und Europa und ich habe zu dem Zeitpunkt in Kanada unterrichtet und ich habe eine Sache festgestellt. In Vancouver, nobody believed in the recession. In Vancouver war es so, dass keiner an diese Rezession geglaubt hat. But the recession was going on in the States, in Europe, things like this. But in Canada, they were just happily spending money and, receiving money and things like this. But there was no fear. Die Rezession war in Europa und in Amerika, aber in Kanada, da haben die nicht dran geglaubt. Und dann haben sie fleißig Geld ausgegeben und eine Party gemacht. Und in Kanada war einfach keine Angst da. But I was there a year later and the fear seemed to be gripping the consciousness of the people. Aber ein Jahr später war ich dann wieder dort und dann war es scheinbar so, dass die Angst wirklich sich das Bewusstsein von den Menschen geschnappt hat. And I watched the fear kind of grow just as I was there in the city. Und ich habe gesehen und beobachten können, wie die Angst gewachsen ist, einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich in dieser Stadt war. And by the time that I had left Vancouver, people were really in the grip of this fear. An dem Zeitpunkt, wo ich dann Vancouver verlassen habe, waren wirklich die Menschen komplett in dem Griff von dieser Angst. So the recession did not occur in Vancouver for a year, but then it stayed for 2 years, even after it had cleared up in the rest of the world. Also es war so, dass die Rezession erst ein Jahr später in Kanada angekommen ist, überall. Aber es ist 2 Jahre geblieben und dann, wo der Rest von Europa und Amerika war, schon lange durch. So I would like to ask you, what amount of fear do you have about some kind of financial recession going on? Und ich möchte dich gerne fragen, welche Art Angst du hast in Bezug auf eine finanzielle Rezession, die da los ist. Because I've worked with so many people who've had financial issues. Weil ich habe schon mit so vielen Menschen gearbeitet, die finanzielle Themen hatten. But they had all become frightened. Aber die sind alle einfach in die Angst gegangen. And as we would get into it, they would pull up fear aspects from their past where there was scarcity. Und wenn wir da reingegangen sind, haben die Leute Aspekte der Angst aus ihrer Vergangenheit hervorgeholt. And it would come together in such a way that people began to, not spend money like they would normally do, become more conservative. But actually it was the fear that was building. Und als das zusammengekommen ist, haben die Leute angefangen, nicht mehr so viel Geld auszugeben oder einfach nicht so auf die normale Art zu konsumieren, wie sie vorher gemacht haben. Aber es war die Angst, die das gebaut hat. I've seen people who the recession didn't touch them at all. Ich habe Menschen getroffen, denen die Rezession gar nicht getroffen hat.
It won't touch you at all. People will continue to buy shoes. They need shoes. Kirsten runs a shoe company. So just, Also das, it's catchy. Stop it. what did you say? I don't think that it is so much a money problem as a fear problem. Ich glaube, es ist nicht so sehr ein Problem mit Geld, sondern ein Problem der Angst. What I have found working over 50 plus years is that, you know, as people's, you know, our world reflects our mind, our thoughts. Das, was ich herausgefunden, nachdem ich über 50 Jahre mit den Menschen gearbeitet habe und habe festgestellt, das, was in unserem Geist und in den Gedanken ist, das spiegelt sich in unserer Welt wider. And when people rely on what's outside them, Und wenn die Leute davon abhängig sind, was außerhalb von ihnen ist, I mean, I've known people who had lots of money, but as they had fear, they didn't live as if they had lots of money. They lived this small, restricted life. ich habe Leute gekannt, die sehr viel Geld gehabt haben, aber wenn sie in der Angst waren, dann haben sie sich nicht so verhalten, als ob sie ganz viel Geld hätten, sondern diese Angst hat ihr Leben komplett eingeschränkt. And I've known people who didn't have much money, but they were just living happily. Und ich kannte auch Menschen, die nicht viel Geld gehabt haben, aber die haben einfach glücklich gelebt. So what I began to see was what's going on inside is what's going on outside. Und dann habe ich angefangen zu sehen, was in uns drin ist das beeinflusst das, was außerhalb von uns passiert. You know, I've studied consciousness as it evolves. And when you get to the level of mastery, it's like masters know that every thought creates. Ich habe mir das Bewusstsein angeschaut und ich habe festgestellt, wenn man sich zum Beispiel die Meister anguckt, ein Meister weiß ganz genau, dass sein Gedanke das erschafft, was er um ihn herum ist. Your thinking is making your world. It's not really creative. You do have creative thoughts if you can pull them out. Dein Denken ist das, was die Welt macht. Natürlich kannst du, wenn du mit deinem kreativen Denken das auch beeinflussen, was dabei rauskommt. Change your mind, change the world. Wenn du deine Gedanken, deine Geisteshaltung änderst, kannst du die Welt ändern. I would ask you, how many scarcity stories are coming from inside you to make up your world? Dann möchte ich dich gerne fragen, wie viele Mangelgeschichten hast du, die in dir drin sind, aus die deine Welt erschaffen wird? How many scarcity stories? Wie viele Mangelgeschichten hast du? How many scarcity stories? 13? And see, it's not just about money. I mean, we have scarcity in all kinds of different Es areas. geht ja nicht nur um Geld, wir haben einen Mangel in allen möglichen Gebieten. What are you, see, this is a kind of key aspect of your mind. What are you using those scarcity stories for? Und was jetzt kommt, ist ein Schlüsselaspekt von unserem Bewusstsein. Für was benutzen wir diese Mangelgeschichten? To hide, to keep small. Um mich zu verstecken und klein zu bleiben. What are you afraid would happen if you weren't small? Was befürchtest du, würde passieren, wenn du nicht klein wärst? Everybody would want a piece. Jeder wollte ein Stück abhaben. Betty, they already want a piece of you. What's different? Betty, die wollen doch jetzt schon ein Stück von dir. Was ist denn da der Unterschied? That makes sense. Das macht Sinn. I mean, you believe that, right? So then you perceive anyone coming toward you as wanting a piece of you. Du glaubst das, also siehst du dann jeden, der auf dich zukommt, dann glaubst du, dass die ein Stück von dir haben wollen. Now, I would ask you, see, because you see them wanting a piece of you, when did you start wanting a piece of everybody? Und dann würde ich dich fragen, wenn du siehst, dass wenn die auf dich zukommen, dass sie ein Stück von dir wollen, wann hast du angefangen, ein Stück von allem haben zu wollen? At one. Mit At 1. 1 year old. And there's an interesting thing about one, it's your sense of your identity. It's your sense of self.
Und das ist eine interessante Sache im Alter von 1, weil da geht es um deine Identität, ein Gefühl von dir selbst. It's your belief about yourself. Das, was du von dir selbst glaubst, was du von dir hältst. So did you begin to believe that you weren't enough? Hast du angefangen zu glauben, dass du nicht genug bist? So it's like when we separate, when we pull back, we do it to build an identity. Wenn wir uns zurückziehen, wenn wir uns trennen, dann tun wir das, um eine Identität zu bauen. But it also builds fear, it builds guilt, it builds loss, and it builds a sense of inadequacy, just to name a few of the things that come up when we separate from parents or anyone. Es baut aber auch Ängste auf, Verluste, Unzulänglichkeiten. Und es ist einfach nur ein Teil von den Sachen, die zu erwähnen, die in uns auftauchen, wenn wir uns trennen. What are you using your scarcity stories for? Für was benutzt du deine Mangelgeschichten? Hiding, Hiding. verstecken. So Heidi and Heidi. Heidi und Heidi. Now, the thing is, it's like at one, it's like the pillar of the building of yourself. Die Sache ist die mit dem Alter von 1, da geht es um diesen Pfeiler, der dein Selbst ist. And what happens is with these separations, there's fractures. Und was dann passiert ist mit diesen Trennungen, die wir machen, dass da praktisch Brücke in diesen Pfeiler hineinkommen. How many cracks in your sense of self that began at one? Wie viele Brüche oder Spaltungen in deinem Gefühl von dir selbst haben im Alter von 1 angefangen? 300. 300? 12? So if you must have been around these healing projects for a while, but it's like, imagine you have 300 cracks in the main pillar of your building. Du musst wohl um den Heilungsweg schon etwas umgehen. Stell dir mal vor, dass du 300 Brüche hast in diesem Hauptpfeiler, der dein Gebäude aufrechterhält. Fragile life. Ein zerbrechliches Leben. And what happens when the first earthquake comes around, Was passiert dann, wenn das erste Erdbeben kommt or the first big wind? oder der erste große Wind kommt? Crushing. Zerschmettert. And then things can fall apart in your life pretty easily. Und dann können die Sachen in deinem Leben ziemlich leicht auseinanderfallen. And somehow we're attached to these scarcity stories because they're tied in with our sense of self and our story about somebody didn't take care of me. Und diese Mangelgeschichten sind mit uns verbunden, weil sie passen zu unseren Geschichten in Bezug auf selbst und uns selbst und dass jemand sich einfach nicht um uns gekümmert hat. Did you ever feel neglected about anything? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dich irgendjemand vernachlässigt hat in Bezug auf irgendetwas? Maybe a little. Vielleicht ein bisschen. But then what you do is you have all this inside, and so you get a partner and you want them to make up for all that neglect. Was du dann tust, du hast das alles in dir drin, dann bekommst du einen Partner und du möchtest, dass der Partner diese ganze Vernachlässigung wieder wegmacht. That's their job. Das ist doch ihr Job, If they love me, wenn die mich lieben. but then you see them wanting a piece of you. So there's this, oh, please come and help me. Please come and help me. Aber dann siehst du, dass du ein Stück von dir haben willst. Und dann ist dieses Sehen, bitte komm, hilf mir. Bitte komm, hilf mir. And the extent that we're independent, we have this push-pull. Und das Ausmaß, wo wir diese Unabhängigkeit haben, haben wir dieses komm her und mal bleib weg. I really want money, Ich möchte, dass das Geld wirklich kommt. but to let it in, I'm going to have to change who I think I am. Aber um das hineinlassen zu können, muss ich das verändern, wer ich glaube, wer ich bin. So let's imagine 1 year old, Wir stellen uns mal wieder vor, wir sind im Alter von How old? 1. Wie alt? 2. 2. So 2 years old, it's like at each age, we're learning different things developmentally. At 2 years old, you're learning how to love instead of sacrifice. Im Alter von 2 ist es so, dass wir mit jedem Alter andere Sachen lernen für uns mental. Und im Alter von 2 lernen wir, wie das mit der Liebe geht, anstatt uns aufzuopfern. How many fractures in your own mind began at 1 and at 2? Wie viele Brüche in deinem eigenen Bewusstsein haben im Alter von 1 bzw. mit 2 angefangen? 300. 400? So you just ask, you can ask your higher mind, you can ask your higher power, you can ask heaven, you can ask the Holy Family. Du könntest dein Bewusstsein darum bitten, dein höheres Bewusstsein, den Heiligen Geist, die heilige Familie oder den Himmel darum bitten, to bring in that kind of bonding in your own mind. diese Verbindung wieder hineinzubringen in dein Bewusstsein.
and ask that it come into your parents' mind. Und bitte darum, dass es auch in in das Bewusstsein deiner Eltern hineinkommt. Because where they weren't taking care of you, they weren't taking care of themselves. Weil dort, wo sie sich nicht um dich gekümmert haben, haben sie sich auch nicht um sich selbst gekümmert. And so you could ask that wholeness bonding come into their own mind for them. Und dann kannst du darum bitten, dass die Ganzheit und die Verbindung auch in ihr eigenes Bewusstsein hineinkommt für sie. And then you ask that bonding come between you and your parents. Und dann bittest du darum, dass die Verbindung hineinkommt zwischen dir und deinen Eltern, dass diese wahre Verbindung wieder da ist. How does that feel? Wie fühlt sich das an? Peaceful, friedlich, Like a miracle, like a miracle. wie ein Wunder. And then it's like when you feel that, what I have found in hundreds of thousands of cases is that underneath any problem, there's actually a gift. Und wenn du das fühlst oder wenn du es geheilt hast, das, was ich herausgefunden habe, wenn man 100.000 von Problemen arbeitet, dass unter so einem Problem liegt eine Gabe versteckt. So the problem you have now is actually an opportunity to find this gift that's inside that you brought in to heal the situation, to not be stuck with it. Das Problem, das du hast, ist für dich die Gelegenheit, da unten drunter diese Gabe zu haben, die dir hilft, dass du nicht mehr mit diesem Problem feststecken wirst. Who felt more scarcity, you at that age or your parents? Wer hat in dem Alter, wo ihr wart, mehr Mangel gefühlt? Du oder deine Eltern? Parents, Eltern? Parents. But you blame them. Aber du hast ihnen die Schuld gegeben dafür. That's the nature of when we separate to make an identity, is we need a bad guy. Und das ist das Wesen von dem, wenn wir eine Identität machen, um uns zu trennen, weil wir brauchen ja schließlich Bösewichte. But you can't have a problem unless you have a bad guy. Du kannst nur ein Problem haben, wenn du ein Bösewicht hast. So you could bring forgiveness there, Du könntest stattdessen die Vergebung hineinbringen. or you could realize, my purpose was to bring this gift and save them. Oder du könntest erkennen, meine Aufgabe war, diese Gabe zu bringen und sie zu retten. And instead of this dissociated, independent identity, which is also sacrifice and also feels like a victim, Anstatt diese dissoziierte, unabhängige Art, die auch eine Aufopferung ist und die sich auch als Opfer fühlt. and then you see that independent stance of anybody needing your help is coming after you like a zombie to get a piece of you. Und von dieser unabhängigen Haltung siehst du jeden, der auf dich zukommt, der irgendeine Hilfe von dir möchte, siehst du, als ob das ein Zombie auf dich zukommt. So you can ask for holy family bonding at 2 between you and your parents and between them and themselves, and at 1. Du kannst darum bitten, dass die heilige Familienverbindung hineinkommt zwischen dir und deinen Eltern und auch untereinander im Alter von 2 und bei dir im Alter von 1. And if you were to know, what do you feel like the gift was? Wenn du es wissen könntest, was für ein Gefühl hast du, was das Geschenk, was die Gabe war, die da unten drunter lag? Abundance. Die Fülle, Peace, der Frieden. And peace is wholeness, it's confidence, Der as Frieden, is abundance. der Frieden ist die Ganzheit, das ist die Zuversicht, das Vertrauen. So ist auch die Fülle. So imagine, if you will, that here you are, you go pick up your 1-year-old, Stell dir vor, dass du da bist, du hältst your deinen 2-year-old, Einjährigen, deine Zweijährige, nimmst du in den Arm. and get them back in the truth on heaven's track. Und du bringst sie zurück in die Wahrheit, auf das Gleis, auf die Spur von dem Himmel. And then you help them realize that gift in themselves and to share with your parents. Und dann hilfst du ihnen, dass sie erkennen, dass sie Gaben in sich selbst sind. Und dann teilt ihr das mit euren Eltern. And then imagine going through your life sharing that gift with everyone. Und dann stellst du dir vor, dass du das durch dein ganzes Leben gibst und die Gabe mit allen teilst. Abundanza, Die Fülle, peace. Frieden. And when you get to a level of peace, it's like the problem dissolves. Wenn du eine Ebene des Friedens kommst, dann ist es so, als ob das Problem verschwindet, sich auflöst. So imagine going through life like that. How does it feel now? Wenn du dir vorstellst, dass du das Leben auf diese Art und Weise durchgehst, wie fühlt sich das jetzt an? Fulfilled and being home. Erfüllt, um zu Hause zu sein. It's just peace. It's like peace, man. It's just Frieden. Also. So how does your pillar feel now? Wie fühlt sich deine Säule jetzt an, dein Pfeiler? Golden. Golden. And how does your ability to relate and love without having to sacrifice yourself?
Und wie ist es mit deiner Fähigkeit zu lieben und in andere Beziehungen zu gehen, ohne dich zu opfern? It feels safe. Es fühlt sich sicher an. So, and it's when you have this confidence, confidence means I don't have any problems. There's things to handle, of course, but I have this wholeness, I have this peace. Aber wenn du diese Zuversicht hast, wenn du dieses Vertrauen hast, bedeutet es, ja, ich weiß, da gibt es Sachen, um sich zu kümmern gehen, aber ich habe diese Ganzheit, ich habe diesen Frieden. Who out in the world needs this abundance, this peace? Wer braucht in der Welt diese Fülle? Wer braucht den Frieden? The war zone. Die Kriegsgeschichte. Same. Yeah. So as you extend these gifts, they increase. You recognize you have the gift if you can share it with someone. Und während du diese Gaben dehnst, dann vergrößern sich. Du erkennst, ich habe die Gaben und dann kann ich es auch teilen mit anderen. Something that I read in A Course in Miracles about 2 weeks ago was how if you give these gifts to God, Ich habe vor 2 Wochen im Kurs in Wundern gelesen, dass wenn du diese Gaben Gott schenkst, does God need your gifts? braucht Gott deine Gaben? Your ego says, no, it doesn't. Don't bother. You Dein know? Ego sagt, nee, das braucht er nicht. Bemühe dich gar nicht. But you know yourself that if you're a parent, you want to give everything to your kids. Du weißt doch, wenn du ein Elternteil bist, dann willst du alles deinen Kindern geben. And it says, if you give this gift to God, he will increase it 1,000-fold for you. Und im Kurs in Wundern steht drin, wenn du dir deine Gabe Gott gibst, dann wird er es für dich 1000-fach vergrößern. Even 100,000 more than it was given. Sogar 100.000-fach vergrößert, mehr als ihm gegeben wurde. Now that will have some effect. Das wird eine große Auswirkung haben. So it's like the more you realize that, it's a simple thing. And what do you have to lose? Je mehr du es erkennst, es ist ja eine einfache Sache. Ich meine, was kannst du denn verlieren? Except this sad story that you've been writing about yourself. Mit Ausnahme von dieser traurigen Geschichte, die du beschrieben hast in Bezug auf dich. And what I found is people have these patterns, these scripts, these stories, and scarcity story is just one of them. Und was ich gefunden habe, dass die Menschen diese Muster haben, diese Geschichten und dann Mangelgeschichten, das ist einfach eine Art von denen. How many suffering stories do you have if you were to know? Wie viele Leidensgeschichten hast du, wenn du es wissen könntest? 20. 20? How many heartbreak stories? Wie viele Herzensbruchgeschichten hast du? One. 1. And again, what are you using them for? Also wiederum die Frage, für was benutzt du sie? To be a victim. Ein Opfer zu sein. And what would that give you? Was würde dir das geben? Attention. Aufmerksamkeit. So let's say you have these 20 victim stories going on all year round. Jetzt sagen mal, du hast diese 20 Opfergeschichten, sind das ganze Jahr um dich rum. How does your year turn out? Wie geht dein Jahr aus? Not very good. Nicht wirklich gut. Not very good. How much attention do you get on the scale of 100? Auf der Skala von 1 bis 100, wie viel Aufmerksamkeit 0. bekommst du dafür? 0. What a surprise. Was für eine Do Überraschung. you have any friends? No. Hast du überhaupt keine Not if Freunde? you're always being a victim, right? You're just, Natürlich nicht, wenn du immer das Opfer bist. and I thought you were the one who didn't like those needy people, always trying to get a piece of you. Und ich dachte, du bist doch diejenige, die diese ganze bedürftigen Menschen gar nicht haben magst, die um dich herum immer was ein Stück von dir haben wollen. And one good, heartbreak story can ruin your whole life. Eine gute Herzensbruchgeschichte reicht, um dein ganzes Leben zu ruinieren. And this is a question I like to ask. How old is that girl writing the heartbreak story? Und das ist eine Frage, die ich gerne stelle. Wie alt ist dieses Mädchen, was diese Herzensbruchgeschichten schreibt? 3. 3 Jahre alt. She's writing heartbreak stories that your ass has to cash. Sie schreibt Herzensbruchgeschichten, die dein Arsch einzahlen muss. Take her crayons away from her. Nimm mir die Buntstifte aus der Hand. And if you love that self that's writing those stories, Und wenn du dieses Selbstanteil liebst, der diese Geschichten schreibt, der diese Drehbücher schreibt, how old? wie alt war sie? 1. 1. Yeah. Go pick her up. Geh hin und nimm sie hoch. Love that little monkey. Lieb das kleine Äffchen. That's what she wanted back then. Das ist genau das, was sie damals wollte.
And imagine coming up through life, what was hidden under the heartbreak stories. Stell dir vor, dass das durch dein Leben hindurchkommt. Was war versteckt unter diesem Herzensbruch? A tantrum, ein Wutanfall. And what's the gift hiding under the tantrum? Was ist die Gabe, die sich unter dem Wutanfall versteckt? And what I have found is under scarcity and a scarcity story, there's tantrums. Das, was ich gefunden habe, also unser Mangel oder so Mangelgeschichten, da sind Wutanfälle. And we're trying to get something. Und wir versuchen, etwas zu bekommen. But imagine now you spent the next year, instead of writing these stories, these victim stories, you were just giving, loving, Stell dir mal vor, dass du reaching out. ein Jahr lang diese Opfergeschichten folgst, die du geschrieben hast, dass du einfach hingibst und gibst und liebst ein Jahr lang. That's the gift underneath. Das ist die Gabe, die unten drunter ist. Abundance again. Wiederum die Fülle. And with abundance, how much attention do you get? Und mit der Fülle, wie viel Aufmerksamkeit bekommst du? That's Abundanza. Ganz viel. And what's the gift? Was ist die Gabe? Relatedness comes to mind. Relatedness Hat die Fähigkeit, in Beziehung zu sein miteinander. and bonding. Every problem at the deepest root has separation. So you bring relatedness, and you're the one who, by your presence, brings the wholeness. Und an jedem Problem ist die Trennung drin. Und diese wahre Verbindung ist einfach durch deine Anwesenheit, durch dieses in Beziehung sein, bringst du die Ganzheit. So instead of heartbreak, what do you have? Anstatt Herzenanfälle, was hast du dann? Fun comes to mind. Fun. Spaß kommt. When was the last time you could just have fun and be carefree and not have to worry about the economy? And Wann war es das letzte Mal, dass du Spaß hattest und wirklich unbekümmert sein konntest und dir keine Sorgen machen musstest um irgendwelche wirtschaftlichen Geschichten? Last life, letztes Leben. yes, life. I'm glad we had this conversation. Ich bin froh, dass wir miteinander reden. See, it's like we create all these things so we can build our identity, which is our greatest attachment, is who we've come to be, even if it's painful. At least it's me. Wir erschaffen all diese Sachen, um unsere Identität aufzubauen. Selbst wenn diese Identität schmerzhaft ist, zumindest wissen wir, ich habe das gebaut, also gehört es mir. And it's built on these wounded children. Und das aufgebaut wird, das durch diese verletzten Kinder. And then we become very independent and cover them over, compensate for them. Und dann werden wir sehr unabhängig und übertünchen das und überdecken sie und werden unabhängig. But then we can't receive because it's dissociated. Aber dann können wir nicht mehr empfangen, weil es dissoziiert ist. And the most independent people I know, Die Menschen, die am allerunabhängigsten sind, die ich kenne, I've met a few. ich habe ein paar von denen It's kennengelernt. my karma. I've read about independent people. Das ist mein Karma. Ich habe schon was von unabhängigen Menschen gelesen. And then the abundance that comes in has to go out to pay off stress right away. Und die Fülle, die dann reinkommt, muss dann sofort wieder rausgehen, um den Stress abzuzahlen. So you're on this treadmill. Also bist du praktisch dieser Tretmühle bzw. dem Hamsterrad. Do you ever push yourself when you're on a treadmill? Hast du dich schon mal selbst angeschubst, wenn du auf der Tretmühle bist? What's it look like? Wie sieht das aus? It's not pretty. Ist nicht hübsch. And people are just getting to the end of the rope because they're using up their reserves. They're using themselves up. Und die Menschen kommen endlich am Ende ihrer Fadenstange. Es ist einfach nichts mehr übrig, weil sie ihre ganze Reserven aufgebraucht haben und nichts mehr da ist. And you forget there's help around you. Und du vergisst, dass da Hilfe um dich herum da There's ist. help inside you. Es gibt Hilfe in dir drin. There is a heaven. Es gibt einen Himmel. And that's like, if you're in heaven, you're in oneness and you just want to help. Wenn du im Himmel bist, bist du im Einssein und möchtest du einfach helfen. So we get so independent, we think we have to do everything ourselves. You've never had that experience. Und wir Right? werden dann so unabhängig, dass wir gedacht haben, wir müssen alles alleine machen. Du hast doch niemals diese Erfahrung gehabt. So eine. But it's like you partner with the creator, you partner with the angels. It doesn't matter what you call them. They'll be there if you need them, if you sincerely ask. Und wenn du wirklich die Partnerschaft eingehst mit dem Schöpfer oder mit dem Engel, ist egal, wie du sie benennst oder wie sie für dich sind, wenn du wirklich sie ernsthaft anrufst, sind sie für dich da. And they'll help you with anything. Und sie werden dir mit allem helfen.
So you mentioned, the last time you were carefree was some other lifetime. Du hast erwähnt, das letzte Mal, wo du unbekümmert warst, financially comfort, war es in einem anderen Leben. Whether you believe in other lifetimes or not, doesn't really matter because the mind works in metaphors, stories. Ob du an vergangene Leben glaubst oder nicht, das ist nicht wirklich wichtig, weil so wie das Bewusstsein funktioniert, es funktioniert in Metaphern und in Geschichten. So if you were to know what lifetime that you got into the sense of scarcity in relationships, it was in the country that's now called. Wenn du es wissen könntest, in welchem Land du gelebt hast in diesem vergangenen Leben, das dir ein Gefühl von Mangel gegeben hat in Bezug auf Beziehungen, hast du in einem Land gelebt, das man jetzt wie nennt? India? As a man or a woman. In Indien. Als Mann oder Frau? Woman? Frau? What happened back there? Was ist damals passiert? I went to the strike. Ich bin in den Streik getreten. How come? Wieso? What happened? Was ist passiert? How were you disillusioned that you went on strike? Wie bist du desillusioniert worden, dass du in den Streik gegangen bist? Feels like it's something about. It feels like something about food and not having gotten the feast or something. Like, es fühlt sich dann irgendwie, als ob es geht irgendwie um Essen, dass ich so ein Festmahl nicht bekommen habe. And so how are you compensating for it in this life? Wie kompensierst du dafür in diesem Leben? Food. Essen. Yeah, this is common. Das ist was Häufiges. Ja. What was the lesson you were looking to learn in that life? Was war die Lektion, die du in dem Leben lernen wolltest? It's like, it can be easy. There's no struggle. Es kann einfach sein, es ist kein Kampf. Aren't you glad we have a guest who's taking, so you're not getting all this attention? So, Bist du nicht froh, dass wir einen Gast haben, dass du nicht all die Aufmerksamkeit kriegst? Anytime. Jedes Mal, but immer wieder. aren't you sorry also that you're not getting all the attention? Bist du aber nicht auch gleichzeitig, tut es dir nicht leid, Abundance. dass du nicht all die Aufmerksamkeit bekommst? Nein, ich bin erst in Erfüllung. The nature of being independent is we have a split mind. We want the goal, but we don't want to lose the independence. Das Wesen von der Unabhängigkeit ist, dass wir eine Spaltung in unserem Geist haben. Auf der einen Seite wollen wir das Ziel haben, aber wir wollen die Unabhängigkeit nicht verlieren. I made it with blood, sweat, and tears. Ich habe das It's Wissen precious. mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut. Es ist kostbar. So, what was the soul gift you brought into that life to learn that lesson easily and be happy? Was war die Seelengabe, die du mit in das Leben hineingebracht hast, dass du die Lektion leicht lernen kannst und glücklich bist? I'm the party. Ich bin die Party. When was the last time you thought you were the party? Wann war das letzte Mal, dass du glaubt hast, dass du die Party warst? I never dared. Ich habe mich niemals getraut. And what was heaven's gift to you in that lifetime to learn that lesson easily and be happy? Was war die Gabe des Himmels in diesem Leben, damit du diese Lektion leicht lernen kannst und glücklich bist? It's safety. Die Sicherheit. Divine safety. Die göttliche Sicherheit. And your gift of I'm the party. Und deine Gabe des Ich bin die Party. As this little girl, open up the gift. I'm the party and divine safety. Öffne als kleines Mädchen in diesem Leben deine Gabe. Ich bin die Party und die göttliche Sicherheit auch. Has to be put back on heaven's track. Bitte darum, dass du zurückgebracht wirst auf dieses göttliche Gleis. And dance through that life sharing those gifts. Und tanze durch dieses Leben hindurch und teilst all die Gaben. How's that life turning out? Wie geht dieses Leben aus? With a bang. A good bang. Mit einem großen, schönen Knall. And then you have relationships all the time. People wanting to make deposits. Und dann wollen die Menschen immer Beziehungen haben, weil die Leute ja immer Geld einzahlen möchten oder was einzahlen möchten. How many steps did you get off the track back there? Wie viele Schritte bist du damals von dem Gleis abgekommen? 25? 25 steps off the track. So you've been a train wreck since India? Das sind 25 Schritte von dem Gleis ab. Also bist du seit Indien im Zugunglück gewesen. And so you share those gifts and you take heaven's train up through all those lifetimes sharing those gifts and into this one.
Also teilst du die Gaben und gehst in den göttlichen Zug hinein und fährst durch all deine vergangenen Leben hinein bis in dieses jetzige Leben. And then go through life. I'm the party. Und dann gehst du durchs Leben, ich bin die Party. That rings a Da bell. klingelt's. Yes, you were the party also. Ja, auch du warst die Party. And you have divine safety. Und du hast die göttliche Sicherheit. And then how's your life feel? Wie fühlt sich dein Leben an? Much more relaxed, much easier, viel entspannter, viel einfacher. You know, heaven doesn't want you to work hard, then there's no reason for heaven. Der Himmel möchte nicht, dass du hart arbeitest, weil dann gibt es ja keinen Grund mehr für den Himmel. And the more of these illusions that we clear from our mind, the easier it is to relate, to bring in grace, to be happy. Je mehr wir diese Illusionen aus unserem Bewusstsein rausräumen, desto mehr können wir im Frieden sein, desto mehr können wir in der Fülle sein, desto mehr können wir glücklich sein. So bringing in the love Bring die Liebe rein, through your whole life since one, durch dein ganzes Leben seit dem Alter von 1. and that becomes your sense of self, love. Und dann wird es dann von dem Gefühl von dir selbst. Liebe. My identity is love. My religion is love. Meine Identität ist Liebe. Meine Religion ist Liebe. Makes me happy to share love. Es macht mich glücklich, die Liebe zu teilen. And, you know, whatever's going on in your life, you know, we use the outside to kind of direct how we're feeling, but you could use the inside to help the outside. Aber was immer in unserem Leben los ist, wir können helfen, das Außen zu Regie zu führen oder zu korrigieren, dadurch, was wir in unserem Inneren fühlen. And everything we see is just reflecting what we think about ourselves. Alles, was wir sehen, ist einfach nur eine Spiegelung von dem, was wir an uns selbst glauben. One of the things I mentioned in this workshop is a quote from A Course in Miracles. Eine Sache, die ich in diesem Seminar erwähnt habe, ist ein Zitat aus dem Kurs in Wundern. It's that you could save the whole world by changing your mind about yourself. Dass du die ganze Welt retten könntest, dadurch, dass du deine Meinung oder deine Geisteshaltung in Bezug auf dich selbst ändern würdest. And what you see out there is what you didn't like in yourself, what you judged in yourself, and you threw it out on the world. Das, was du da draußen siehst, ist das, was du an dir selbst nicht gemocht hast, was du verurteilt hast und hast es rausgeworfen in die So we're Welt. projecting our fear out on the world. We're projecting our scarcity out on the world. Also projizieren wir unsere Ängste und unseren Mangel auf die Welt hinein. And you can forgive that. Und das könntest du vergeben. You could help that. Du könntest dem damit helfen. You don't have to figure out how. You just be willing and inspiration comes. Und du musst nicht herauszufinden, wie oder was. Du musst einfach nur willens sein und dann kommt die Inspiration. And you love living a life of inspiration, Du liebst es, ein Leben voller Inspiration zu leben. being the cover girl for inspiration. Auf dem Titelbild der Inspiration zu sein. So there's all kinds of ways that you can work to change the inside, get peaceful, Es gibt viele Arten und Wege, wie man das Innen ändern kann, wie man friedlich wird. forgive, Vergeben, let go of your attachments about how things should be so they can just be themselves. seine Anhaftungen loslassen, wie die Sachen sein sollten, damit sie einfach so sagen können, wie sie sollen. Trust. Vertrauen. Trust is so paradoxical. No matter what's going on, it begins to unfold in this paradoxical way until it all becomes positive. Also Vertrauen ist so ein solches Paradoxon, dass wenn man da das Vertrauen hineingibt, egal wie was es ist, dann fängt es sich an zu entfalten, im besten Weg möglich ist. So can you trust money? Kannst du mir vertrauen? Can you trust men? Kann ich Männern vertrauen? Schon, sicher. Now that you have divine safety, bring that in. Jetzt, wo du die göttliche Sicherheit hast, dann kannst du das reinbringen. Can you trust money? Kannst du dem Geld vertrauen? Yes. Can you trust the buggers? Kannst du den Schlingeln vertrauen? Yes. You know, and then, you know, the door opens, there's flow. Dann öffnet sich die Tür und da ist Fluss. Things unfold. Die Sachen entfalten sich. You get your life back. Du bekommst dein Leben wieder zurück. You get your power back. Du bekommst deine Kraft, deine Macht wieder zurück. And the whole purpose of power is to
share it with other people, to empower others. Der ganze Zweck von der Macht und von der Kraft ist es, mit anderen zu teilen und sie zu ermächtigen. If it doesn't empower others, it's just coming out of fear and it makes people scared. Wenn es andere nicht ermächtigt, dann kommt es aus der Angst heraus und das bringt Leute einfach dazu, dass sie Angst bekommen. At the heart of, scarcity, there's fear, there's competition. There's not enough for everybody, and better get mine first, second, third. In den Herzen von dem Mangel, da ist die Angst, dass es nicht genug gibt für mich. Also wenn es nicht genug da ist. Also gucke ich auf jeden Fall, dass ich mir schon mal meine Portion abhole oder meine zweite oder eine dritte Portion abhole. I better have second helpings because I might end up back in India. Weil besser hole ich mir eine zweite Portion, weil wer weiß, ob ich vielleicht dann wieder in Indien landen werde. But it's not needed. It's just these beliefs inside us. Es ist einfach nicht gebraucht, es sind einfach diese Sachen, diese Glaubensdinge, die in uns drin sind. So these are things we could just keep talking about for hours. Das sind Sachen, über die wir stundenlang reden können. But this seems like a good kind of ending point for the day. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, um den Tag hier zu beenden. Thank you for this glimpse into this workshop. Vielen Dank für den kleinen Augenblick, den du uns dieses Seminar ermöglicht Long hast. glimpse. Ein langer Augenblick. And yeah, we will go on. Yeah. Well, it's just getting your power back. It's getting your happiness back because happiness is so attractive. Es geht darum, wirklich deine Macht, deine Kraft zurückzubringen, dein Glück zurückzubringen, weil glücklich sein, das ist so attraktiv. Because if you feel peaceful, you feel confident. Weil wenn du das Gefühl hast, wenn du dich friedlich fühlst, dann hast du Zuversicht. Thank you all. Danke euch. We will go on with happiness as our destiny. Thank you.